iOS 18.2 ist da und die gute Nachricht ist, es ist nicht nur Apple Intelligence drin, obwohl das natürlich das ganz große Thema ist. In diesem Video zeige ich euch ein paar Neuigkeiten, die auch in der EU sofort zur Verfügung stehen und die vielleicht für euch ganz nützlich sind. Ja, und damit herzlich willkommen zu diesem Video. iOS 18.2 wird als großes Update bezeichnet und das hat natürlich sehr viel mit der Apple Intelligence zu tun, denn dort stecken jetzt einige neue bildgenerative Funktionen drin. Überhaupt ja Apples großer Einstieg in die bildgenerierenden Funktionen. Wir haben jetzt ja im ersten Schritt in iOS 18.1 gesehen, dass man eben Textfunktionen bekommen hat, um Texte gegenzulesen, zu korrigieren, erste Sachen zusammenzufassen. Und jetzt gibt es dann mit den Features Genmoji, ImageWand und Image Playground eben auch Funktionen, um Bilder anzulegen. Ich habe da ja auch schon ein paar Videos gemacht während der Beta-Phase und jetzt am Beispiel von iPadOS, aber es ist ja die gleiche Funktion, die wir jetzt auch in iOS sehen. Und da ist es so, Genmoji ist, denke ich, sicherlich das Feature, was sehr schnell dann eben auch sehr viele Freunde finden wird. Das ist die Möglichkeit, dass man eben Emojis dann anpassen kann oder eben kreieren kann aufgrund eben einer Beschreibung und dann hat man sehr persönliche Emojis. Image Playground erscheint mir eher eine App zu sein, die einen dazu, das ermöglicht zu experimentieren, dass man erstmal schaut, wie man das denn macht, wie man Bilder erzeugt, aber Apple ist da sehr restriktiv. Das Ganze ist ja dann auch sehr cartoonhaft und es gibt nicht die Möglichkeit, fotorealistische Bilder anzulegen. Ja, und dann gibt es noch ImageWand, eine Unterfunktion in der Notizen-App unter anderem, wo man mit dem Apple Pencil oder eben mit Begriffen dann so eine Art Clipart erzeugen kann, um dann eben Dokumente ein wenig aufzuhübschen. Bringt uns in der EU allerdings momentan noch gar nichts, denn erst im Frühjahr 2025 sollen wir die Apple Intelligence ja auch im EU-Gebiet bekommen. Ja, und deshalb können wir da jetzt nur mal über den Teich gucken, was die US-Amerikaner und jetzt neu einige englischsprachige Länder bekommen. Wir haben aber ja einige Funktionen auch dann in iOS 18.2, die überall ausgerollt werden und die zeige ich euch jetzt in diesem Video. Wir beginnen unsere kleine Rundtour in der Wo ist-App und dort gibt es nämlich Neuigkeiten rund um die AirTags. Ich habe jetzt hier mal meine AirTags und hier ist es jetzt künftig so, dass ihr die Möglichkeit habt, nicht nur einen AirTag jetzt mit einer Person aus eurer Familie zum Beispiel zu teilen, sondern auch den Objektstandort teilen könnt mit eben weiteren Personen. Und zwar, wenn ihr eben ein AirTag verloren habt, beziehungsweise den Gegenstand, der dazu gehört, dann könnt ihr das Ganze mit einer Fluglinie oder einer Person, der ihr vertraut, das teilen. Dann wird ein Link eingerichtet, der dann auch den AirTag nur für eine begrenzte Zeit freigibt. Also das ist eine ganz gute Sache. Ich kann das jetzt hier nicht aktivieren, weil das AirTag nicht als verloren eingestellt wurde. Aber wenn ihr künftig zum Beispiel jetzt irgendwie Reisegepäck sucht oder auch zum Beispiel jetzt in einer Diebstahlangelegenheit, kann man ja auch mit der Polizei da ganz gut zusammenarbeiten und muss nicht ständig involviert sein, weil man eben dann den Ermittlern oder dem jeweiligen Personal oder auch Bekannten meinetwegen dann den Link zukommen lassen kann. Die nächste Funktion führt uns jetzt in die Musik-App und dort gibt es und in der Apple TV-App eine Möglichkeit, jetzt mit natürlicher Sprache zu suchen. Was heißt das? Ich möchte zum Beispiel jetzt Rockmusik suchen aus dem Jahre 1980 und gebe dann das einfach hier ein, Rocken 1980. Ja, und schon habe ich entsprechend hier gleich vorne die ist das Gesuchte und darunter dann Ähnliches. Bislang war das alles ein bisschen komplizierter mit der Suche. Jetzt versteht einen hoffentlich dann die Suchmaschine deutlich besser. Deutlich besser ist jetzt auch im Safari-Browser die Möglichkeit, wenn man Downloads startet, die mitzuverfolgen. Da ist es so, wir haben jetzt hier eine Beispielseite, wo man sich so große Beispieldateien einfach runterladen kann. Es geht ja nicht um den Download selber, beziehungsweise um die Datei, sondern um das, was jetzt passiert. Wenn ich jetzt nämlich diese Gigabyte-Datei hier lade, dann war es bislang so, dass man hier unten links diesen kleinen Pfeil hat und kann dann schauen, wie weit ist der Download denn schon. Aber vielleicht möchte ich ja in der Zwischenzeit auch was anderes machen und ihr seht hier schon, oben habe ich jetzt eine Live-Aktivität, die mir das dann entsprechend anzeigt. Und diese Live-Aktivität ist dann sogar hier im Sperrbildschirm zu sehen. Also sehr nützlich, so weiß ich dann jeweils, wie es um meinen Download steht, den ich da gerade mache. Ja, apropos Safari, da hat sich auch ein bisschen was getan bei den Möglichkeiten. Und zwar ist es jetzt so, wenn ich in die Einstellungen gehe und dann Safari auswähle, dann habe ich jetzt hier neu die Möglichkeit,
den Verlauf und die Website-Daten, die im Browser dort sind, einerseits zu exportieren, so dass ich sie dann eben mit anderen Browsern dann benutzen kann, wenn ich den wechseln möchte. Und das Schöne ist, ich kann auch importieren. Das heißt, ich kann auch dann die Daten anderer Browser importieren. Das ist ein großer Vorteil, wenn man jetzt dann meinetwegen auf Chrome oder auf andere gehen möchte, dass man eben seine Daten nicht alle wieder eingeben muss, sondern eben das, was man in seinem bisherigen Browser eben an Daten hatte, dann einfach dann übernehmen kann. Und neu ist jetzt auch, dass wenn man eine Internetadresse eingibt und jetzt kein HTTPS eingegeben hat, trotzdem im Default-Modus dann eben der Browser erstmal auf die sichere Seite versucht zu gehen. Sprich, HTTPS ist ja verschlüsselt, HTTP ist es nicht. Wenn man jetzt zum Beispiel irgendwelche Eingaben tätigt auf einer Seite, könnte ein Man in the Middle sozusagen dann mitplotten. Wenn es unverschlüsselt ist bei HTTPS, ist es halt besser. In anderen Browsern ist das längst Standard, dass immer erstmal HTTPS ausprobiert wird, wenn man eine URL eingibt. Jetzt künftig in Safari ist das auch der Default. Also es geht nur noch auf unverschlüsselt, wenn HTTPS dann eben gar nicht geht. Eine Neuigkeit gibt es auch in der Sprachmemo-App, und zwar ist es dort jetzt so, dass man sogenanntes Layered Recording machen kann. Ich nehme also etwas auf, beispielsweise ein Musikstück, und dann möchte ich darüber singen, und dann kann ich einfach das dann aufnehmen und dann ist es als weitere Schicht dann darüber. Der Vorteil ist auch, dass das so abgespeichert wird, dass ich es dann auch mit anderen Softwarelösungen, meinetwegen Logic Pro von Apple, dann hinterher auch weiter bearbeiten kann als separate Audiospuren. Das ist, glaube ich, ein sehr spezielles Feature, aber für diejenigen, die das dann nutzen, ich kann mir zum Beispiel vorstellen, im Bereich der Musik sicherlich dann sehr nützlich. Kleine Verbesserungen gibt es in der Fotos-App. Dort ist es nämlich so, dass wenn ich hier ein Video habe und bearbeite das, dann war es dann in der Vergangenheit immer ein bisschen schwierig. Man konnte hier sekundengenau dann da vorgehen, aber so sehr akkurates Editieren war dann nicht ganz so einfach. Jetzt ist es so, wenn ich ein bisschen tiefer drücke, dann kann ich wirklich Bild für Bild mich dort dann eben fortbewegen und entsprechend dann dieses Video bearbeiten. Ersetzt natürlich längst nicht die Möglichkeit, die ich jetzt habe auf einem Desktop-Mac, wo ich ja eben sehr viel mehr machen kann, und fummelig bleibt es trotzdem, aber es ist auf jeden Fall gut, dass Apple das hier noch ein bisschen aufgebohrt hat. Das gleiche gilt übrigens dafür, wenn ich jetzt in der Fotos-App dann ein Video starte, beziehungsweise die starten ja manchmal auch von selbst, dann war das bislang immer so, dass das immer wieder von vorne anfing. Das möchte man ja vielleicht auch nicht. Und dort ist es jetzt so, dass man hier Videos als Endlosschleife dann abschalten kann. Also man kann Bewegungen ja sowieso automatisch dann wiedergeben oder eben auch nicht. Aber jetzt kann man diese Endlosschleife dann eben auch unterbrechen. Eine kleine, aber feine Verbesserung. Ja, was sagt ihr zu diesem Big Update iOS 18.2? Schreibt es gerne in die Kommentare. Was steht auf eurem Wunschzettel ganz oben für iOS 18.3 und kommende Version? Und gerne ein Like, wenn euch das Video gefallen hat. Ansonsten abonniert gerne den Kanal, dann verpasst ihr natürlich nichts. Für heute sage ich danke für eure Aufmerksamkeit und tschüss von der Nordsee.